Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wusstet ihr eigentlich, dass die Brennweitenangaben bei APS-C-Kameras im Grunde alle falsch sind? Warum das so ist und worauf du beim Kauf einer neuen APS-C-Linse daher achten solltest, das erfährst du in diesem Video. (10 bis 18 mm APS-C-Linse, hier zum Beispiel von Canon, ist ja mittlerweile für einen Schnäppchenpreis zu bekommen, zumindest die EFS-Linse. Ja, und auch die neue RFS-Linse, die Canon ja vorgestellt hat, im Grunde gleiche Brennweite, 10 bis 18 mm, ist ja für einen sehr, sehr günstigen Einstiegspreis zu bekommen. Ja, da können sich natürlich alle APS-C-Kamerabesitzer freuen, denn im Gegensatz zu Vollformat, wenn du da 10 mm haben willst, ja, da musst du schon richtig tief in die Tasche greifen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, denn die Angabe 10 bis 18 mm auf den APS-C-Objektiven, und zwar systemübergreifend, nicht nur bei Canon, sondern auch bei Sony und bei Nikon, ist im Grunde nicht nur irreführend, sondern eigentlich falsch. Aber warum ist das so? Als die neue RFS-Linse vorgestellt wurde von Canon, hat mich ein User angeschrieben und hat geschrieben: Rico, ich habe mir die RFS-Linse geholt, denn ich habe eine APS-C-Kamera von Canon, der neuen R-Serie. Ist das nicht genial? Jetzt habe ich einen super großen Bildausschnitt, 10 mm, im Grunde quasi Ultra-Weitwinkel. Da bin ich aber in einem großen Vorteil gegenüber all denjenigen, die mit Vollformatkameras fotografieren, denn da muss ja richtig Geld ausgeben für so viel Brennweite. Und in meinem Kopf spielte sich dann tatsächlich diese Szene hier ab. Ja, ihr Lieben, die Verwunderung bei dem APS-C-Fotografen. Aber warum wundert er sich denn? Ja, das kann ich euch sagen. Der APS-C-Fotograf ist natürlich voller Vorfreude zum Fotografieren gegangen und hat gesagt: Mensch, mit meinem günstigen Objektiv 10 mm Brennweite habe ich ja viel mehr drauf auf meinem Foto. Denn 10 mm sind 10 mm Brennweite. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Tja, und dann kam die große Enttäuschung, als er neben ihm quasi auf den Vollformat-Fotografen geschaut hat und der im Grunde ja mit 15 mm bzw. 16 mm dann den gleichen Bildausschnitt hatte. Wie geht das denn bitte schön? Hier steht doch aber 10 mm. Ja, und da ist schon im Grunde die falsche Annahme bzw. aus meiner Sicht eine falsche Beschriftung, die natürlich bei Fotografie-Einsteigern für Verwirrung sorgen kann. Denn diese Angabe bezieht sich natürlich immer auf den Vollformat, also auf den Kleinbildkamerabereich. Das heißt, die 10 mm müsst ihr leider mit dem Crop-Faktor eurer Kamera, bei Canon ist es ja der Crop-Faktor 1,6, bei Nikon zum Beispiel 1,5, multiplizieren. Und dann habt ihr den tatsächlichen Bildausschnitt, den ihr auch an einer Vollformatkamera hättet. Das heißt, 10 mm sind leider nicht 10 mm. Im Grunde ist es, finde ich, ein bisschen verwirrend. Auch der eine oder andere von euch hat mir dann schon mal diese Frage gestellt: Ja, ist das denn die richtige Brennweitenangabe? Also wenn jetzt mit einer Vollformatkamera jemand neben mir fotografiert, ist es der gleiche Ausschnitt oder was muss ich da noch rechnen? Ja, und genau das müsst ihr. Diese Angabe, die ist natürlich eine physikalische Angabe. Brennweite ist Brennweite, egal an welcher Kamera. Ja, warum gibt man das jetzt aber so an? Ja, im Grunde hättet ihr tatsächlich, wenn ihr dieses Objektiv an einer Vollformatkamera hättet, was natürlich nicht geht, weil zu wenig Glas drin ist und die Kamera automatisch umschaltet, dann hättet ihr rein theoretisch einen Blickwinkel von 10 mm Brennweite. Ja, aber da natürlich hier das Glas fehlt, um das auszuleuchten, wird eure Vollformatkamera natürlich umschalten in den APS-C-Modus. Ja, natürlich habe ich das Ganze jetzt nochmal unter kontrollierten Bedingungen für euch getestet, um es euch tatsächlich nochmal zu veranschaulichen. Also, 16 mm eingestellt. Canon EOS R6 Mark II mit dem 1535. Dann bin ich, da mal glücklicherweise eine Brennweitenanzeige, auf 16 mm Brennweite gegangen und habe dieses Foto hier bei mir im Studio gemacht. Dann habe ich genommen meine APS-C-Kamera.
10 bis 18 mm, auch ebenfalls von Canon, allerdings in dem Fall noch Spiegelreflex, Canon EOS 700D. Aber das macht keinen Unterschied, ob spiegellos oder Spiegelreflex. Und habe das gleiche Foto gemacht, aber habe eingestellt 10 mm Brennweite. Ja, und das Bildergebnis, was ja theoretisch von einigen erwartet wird, also mehr auf dem Studiobild drauf, ja, muss ich euch enttäuschen. Es ist nämlich der gleiche Bildausschnitt geworden. Das heißt, hier seht ihr es ganz deutlich, auch wenn hier 10 mm steht, habt ihr im Endeffekt aber den gleichen Bildausschnitt wie 16 mm auf einer Vollformatkamera. Das heißt, ausgeträumt der Traum vom Apfelbaum ist leider so bei den APS-C-Kameras. Tja, das heißt, wenn ihr euch ein neues Objektiv kauft und auch alle, die jetzt sehr vorfreudig auf das 10 bis 18 mm Review folgt, von mir natürlich in Kürze, geschielt haben, ja, es ist eine schöne Linse, die gibt es für einen guten Preis, aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass ihr keine wirklichen 10 mm als Bildausschnitt erhaltet im Vergleich zu einer Vollformatkamera. Das heißt, der Bildausschnitt ist genau das gleiche. Das heißt, wenn ihr auf den Bildausschnitt schielt und sagt, ihr habt eine Vollformat APS-C, ihr wollt den gleichen Bildausschnitt, dann braucht ihr tatsächlich bei Canon die 10 mm, um nachher auf einen Bildausschnitt von 16 mm zu bekommen. Das heißt, APS-C immer umrechnen, Vollformat, Crop-Faktor eures Systems. Nikon 1.5, Canon 1.6. Aber wenn jetzt der Crop-Faktor bereits eine Rolle spielt, wie sieht es dann mit der Lichtstärke aus? Denn der APS-C-Sensor ist ja kleiner, das Glas ist kleiner. Haben wir dann vielleicht auch weniger Lichtstärke? Nein, diese Angabe ist tatsächlich gleich. Ja, von APS-C zu Vollformat, Lichtstärke bleibt Lichtstärke. Hier haben wir zum Beispiel eine Blende von 4,5 bei 10 mm. Das heißt, wenn wir das Foto machen, ich blende euch beide nochmal ein, auch nochmal hier die Details, dann seht ihr, bei beiden Fotos habe ich jeweils eine Blende 4,5 verwendet. Bei 10 mm APS-C, 16 mm Vollformat, gleicher Bildausschnitt, gleiche Belichtung. ISO ist gleich geblieben und Verschlusszeit ist auch gleich geblieben. Das heißt, die Angabe der Lichtstärke, die ist tatsächlich gleich, egal ob APS-C oder Vollformat. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Einzige, ja, ihr müsst leider umrechnen. Tja, 10 mm, schön wäre es doch gewesen, oder? An der APS-C-Kamera und dann 10 mm. Und daneben steht der Vollformatfotograf mit seiner tollen neuen Kamera, die sehr teuer war und hat einen viel kleineren Bildausschnitt. Tja, ist leider nicht so, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erhellen. Ja, für viele auch, die mich gefragt haben, ja, sind 10 mm hier 10 mm? Ja, im Grunde schon, aber dein Sensor ist kleiner, das Objektiv ist kleiner und deswegen musst du deinen Crop-Faktor dazu rechnen, damit du den Bildausschnitt von der Vollformat bekommst. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir dafür natürlich gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.